Heute erfahrt ihr bei mir, was ihr euren Freunden zu Weihnachten schenken könnt, von welcher Popsängerin es was ziemlich Neues zu berichten gibt und woran World of Warcraft zugrunde gehen wird. Neuigkeiten. Die Raveonttes, die kennt ihr vielleicht als so ein punkiges Duo aus Dänemark und im April diesen Jahres haben sie ihr bereits 6. Album veröffentlicht und zwar hieß das Raven in the Grave und nun wollen sie am 15. Dezember schon ein neues Album rausbringen. Dieses wird sage und schreibe 27 Songs drauf haben. Und ihr werdet euch fragen, ja, wie schaffen die das, in so kurzer Zeit, in ein paar Monaten, 27 neue Lieder aus dem Ärmel zu schütteln? Das ist ganz einfach, diese Lieder, die sind nicht neu, nein, das sind alles B-Seiten, die es halt nicht auf die letzten Alben geschafft haben. Die Sängerin Sion, die begründet das so, ja, im Laufe der Zeit, da ändert sich halt der Geschmack und wir können uns jetzt nicht mehr vorstellen, wie wir das gemacht haben, warum wir die Lieder rausgeschmissen haben. Wir wollen jetzt einfach unter die Leute bringen und machen deshalb dieses Album. Von dem Album wird es 1000 Kopien geben, 500 Vinyl, 500 CDs und wie gesagt, am 15. Dezember kommt es raus, also vielleicht ein gutes Weihnachtsgeschenk. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk hat auch Sängerin Lily Allen bekommen und zwar wurde am 25. November ihre Tochter geboren und wir erinnern uns, im Juni diesen Jahres hat sie Sam Cooper geheiratet. Warum erzähle ich euch das? Ja, so ein bisschen Gossip schadet ja nie, aber nee. In der gleichen Zeit hat Lily Allen ja am Bridget Jones Musical gearbeitet und dafür Songs geschrieben. Also wird man erstmalig seit 2009 jetzt wieder Songs von Lily Allen hören, für Bridget Jones halt. Und das Krasse kommt erst noch, jetzt wo sie ihre Tochter hat, hat sie gesagt, ja, ich kann mir vorstellen, wieder auf die Bühne zurückzukehren und zwar als Country-Sängerin. Kann man nur gespannt sein auf ihre Metamorphose. Ist ja schön irgendwie. Mehr Neuigkeiten gibt's im Blog auf pop10.de und hier wieder in einer Stunde mit mir. Für den Winter gerüstet. Tropischer Sound für kalte Zeiten. Givers aus New Orleans. Neuigkeiten. Das ist der Song Meantime von den Givers aus dem Süden der USA. Eine Band, die so bunt ist wie die Straßenfeste in New Orleans. Aber nicht nur die tropische Vielfalt der Südstaaten beeinflusst die junge Band. People that grew up with MTV and VH1 watching pop music, you know, being really into pop music. And so that's made its way into our music. And so we kind of just embrace everything. And that's what you hear on the album, that's what you hear at the live shows, just a band just doing our best to embrace everything that we all like as a collective and just regurgitate it in our own way, you know. I mean, all of us, we've sacrificed a lot, you know, as far as just whatever jobs we had before or whatever school we were in. So I think a lot of bands do that, you know, just sacrifice whatever they're doing to make it happen. Nicht nur im Alltag mussten Givers federn lassen. Ihre erste Europatour ist auch kein einfacher Ferienausflug. Financially, it costs so much to be here, to fly over and to have our expenses over here every day, that we try to cram as much as we can into each day, to where there's not a lot of time for going see, you know, the Berlin Wall or to go see the Eiffel Tower. First thing we had to do, we had a couple hours of sleep and then woke up to do some stuff similar to this, just to like meet people and greet them and do an interview. And it was like either go sleep in the van or maybe we can detour to see the Eiffel Tower. Yeah, you don't just go to Europe and just have all this free time. Like, you really do have to work really hard. And we understand that and we embrace it, and that's the game, that side of it. There's this like magical artistic side that we're all creating this music from our hearts. There's also like this side of like reality and like the game. Like you don't have much free time because there are things like being able to pay your bill at the hotel the next day, you know.
Für uns sind Givers eine neue Band aus den USA, die derzeit die Indie-Clubs der Nation unsicher macht. In ihrer Heimat sind sie schon länger unterwegs. Alles begann an der Universität in New Orleans und war anfangs alles andere als eine eindeutige Band. We met either through high school or through university or around the music scene, playing in different bands. The music scene is pretty tight, so you kind of run into everybody. So it's somewhere between early high school to out of college that we all met. Our first feeling that we had whenever we thought we should make the band was one of the first nights we actually played together on stage at this place called Cafe Cottage, and we didn't have any songs. We just got together and played, and it felt good. And I think we had to do it again to make sure that it was real. I remember being scared that it was just an accident and that I couldn't get up and sing in front of anybody again, and we didn't know if we could even do that again. So we did it again at another place, and it still felt good. And then Tiff was like, we should come up with a band name, and everybody was like, no. But then we did it anyway, and then that's, I think, when we became a band. It comes, it goes, it washes away. It comes, it goes, and what will you say? Don't get stuck in the meantime, no such thing as the meantime. Don't get stuck in the meantime, no such thing as the meantime. Vor 3 Jahren trafen sich die 5 Bandmitglieder in New Orleans. Inzwischen veröffentlichen sie Platten, drehen Musikvideos und touren durch die Clubs, in denen lokale Bands von hier gerne spielen würden. Givers machen alles richtig, aber nichts zu schnell. We haven't really seen the jump. We've only kind of been on, I guess you would say, the ride very it's like inch by inch, you know, every day is more developing. It's not something where it's like an overnight phenomenon thing, you know. We've just been working hard, and so every day we get to see new things that come into our lives because of the hard work that we've put into it. So I guess in a way it's not too fast. It's just like perfect and natural. Givers und ihr tropischer Sound sind genau das Richtige für die kommende Jahreszeit. Neue Musik, empfohlen von Pop 10. Neuigkeiten. Mittlerweile gibt es die ersten Bilder zum neuen Batman-Film The Dark Knight Rises, der ab Juli 2012 in den Kinos laufen wird. Und dieser knüpft 8 Jahre nach Batman The Dark Knight an. Jetzt ist Batman, also Bruce Wayne, schon so ein bisschen älter, nicht mehr ganz so fit, nicht auf dem Höhepunkt und muss sich gegen Bane behaupten, der aber trotzdem ziemlich kräftig ist und Batman viel abverlangen wird. Gleichzeitig wird dieser Film die Trilogie von Regisseur Christopher Nolan beenden und auch Christian Bale hat gesagt so: Ich werde meine Maske an den Nagel hängen und niemals wieder Batman spielen. Eine Batman-Ära geht damit quasi zu Ende. Der Spielegigant Blizzard, der läutet jedoch eine neue Ära ein, denn 2012 bringen sie ein neues Add-on für World of Warcraft auf den Markt, und zwar The Mists of Pandaria. Die letzten Add-ons zu World of Warcraft waren ja schon immer nicht so geil, aber The Mists of Pandaria setzt dem Ganzen die Krone auf. Einfach, es wird eine neue Rasse eingeführt, und zwar die Pandaren, und man fragt sich so, ja, was sind denn die Pandaren? Es sind Pandas. Und die Pandas machen natürlich Kampfkunst, Kung Fu, ziehen sich asiatisch an und können Mönche werden. Und auch wegen der Grafik wird man relativ schnell an Kung Fu Panda erinnert, der ja ein Riesenerfolg war. Und daran möchte Blizzard wahrscheinlich so ein bisschen anknüpfen, beziehungsweise darauf möchte es aufbauen. Und zwar die Kiddies möchte es vor den PC locken. Man fragt sich so, ja, aber warum? Was denken die sich dabei? Und kommt nicht wirklich zu einem Schluss. Nur merkt man, ja, dieses neue Add-on könnte World of Warcraft definitiv zu Fall bringen. Mehr Neuigkeiten gibt's im Blog auf pop10.de und hier wieder in einer Woche. Neuigkeiten.